Ich bin David Weigand und leite das Futurium Lab. Das ist hier der Keller im Haus und hier wird ganz viel gebastelt, getüftelt, experimentiert. Wir arbeiten hier mit WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und Designern zusammen, um die Zukunft gemeinsam greifbar zu machen. Wir haben jedes Jahr ein neues großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und aktuell kommt das Thema Zukunftsfelder ins Haus. Und dahinter verbirgt sich eigentlich Landwirtschaft und auch Landnutzung. Wir denken in Dingen, die wir kennen. Und deswegen glauben wir, es gibt nur diesen einen Weg, gut Landwirtschaft zu betreiben. Dabei gibt es ganz viele Alternativen. Und hier, womit wir uns in der Installation beschäftigen, ist die Idee der doppelten Ernte. Dass ich eine Agrarfläche nicht nur für eine Monokultur Weizen beispielsweise nutze, sondern zum Beispiel Solarzellen mit einer Feldfläche kombiniere. Oder dass ich Bäume neben das Getreide pflanze. Die Natur denkt ja nicht in Monokulturen. Und dieses Gleichgewicht kann man wieder zurück auf die Äcker bringen. Zum Beispiel durch Agroforst. Da habe ich dann Bäume und die Bäume, die haben tiefe Wurzeln, die in den Boden reingehen und ziehen dann das Grundwasser hoch, was dann die Feldfrüchte auch nutzen können. Oder die Bäume haben Blätter, die dann den Acker beschatten. Wir haben Spielestationen kreiert, die Welt der Landwirtschaft ein bisschen mehr erfahrbar machen. Und so können die Besuchenden gut an die Inhalte rantreten. Wir haben uns mit dem Futurium und der TU Dresden zusammengesetzt, haben erstmal grundsätzlich miteinander besprochen, was wir im Futurium überhaupt zeigen wollen. Die Arbeitsaufteilung weiterhin sieht dann eben so aus, dass das Futurium das physische Exponat bei sich im Lab aufbaut. Die TU Dresden ist für die technische Umsetzung im Simulator in der Software zuständig und wir beim ZALF bringen eben die agrarwissenschaftliche Expertise und Perspektive mit ein. Im Prinzip ist es die Landwirtschaft der Zukunft, die uns beschäftigt. Wie sieht die aus? Und das beforschen wir hier interdisziplinär in ganz verschiedenen Themenstellungen, Fragestellungen. Und wir versuchen hier als Wissenschaft zu versachlichen und Wissen zur Verfügung zu stellen, um die großen Herausforderungen zu lösen. Eine ganz leicht zugängliche Welt, die schon existiert, das ist der Landwirtschaftssimulator. Das ist ein Computerspiel, entwickelt von Giants. Es ist eine 3D-Welt, äußerst immersiv und interaktiv. Das heißt, man springt in eine virtuelle Welt, wo man Maschinen sehen kann, aber den eben auch ausprobieren kann. Man kann sich reinsetzen, man kann aufs Feld fahren. Man muss tatsächlich auch diese Maschine in gewissem Grad steuern, um dann das Feld zu bewirtschaften. Wir haben das in ein Exponat übertragen, um einen sehr einfachen Einstieg in eine doch super spannende und interessante Welt zu geben, die uns alle irgendwie betrifft. Und trotzdem hat keiner so richtig eine Vorstellung, was Landwirtschaft ist und wie sie sich vor allem entwickeln könnte. Wir haben uns für Agri-Photovoltaik entschieden, weil sich das in den nächsten Jahren mehr und mehr um eine Technologie handelt, die auch mehr in die Umsetzung gehen wird. Gerade ist es ja so, dass wir diese Anlagentypen noch nicht in der Landschaft sehen können und die Menschen noch gar nicht diesen Gedanken an Agri-Photovoltaik haben. Sie kennen möglicherweise diese Freiflächenanlagen, wo eben die Solarpaneele sehr eng beieinander stehen. Agri-Photovoltaik versucht ja dahingegen, die gleichzeitige Nutzung von Landwirtschaft und Energieerzeugung zu ermöglichen. Und diese Form der Nutzung möchten wir eben gerne vorstellen. Wir wissen noch wahnsinnig wenig über ganz viele Forschungsfragen. Das heißt, welchen Einfluss hat es denn, wenn eine Photovoltaikanlage über einem Getreidefeld steht? Weitere Fragestellungen sind aber auch technischer Natur. Das heißt, ein Landwirt interessiert natürlich, wenn ich mir da jetzt eine Photovoltaikanlage hinstelle und drunter Landwirtschaft mache, dann bekomme ich zwar ein zusätzliches Einkommen, aber er möchte natürlich schauen, okay, ich habe einen Maschinenpark, ich habe bestimmte Arbeitsbreiten von Geräten. Wie kann ich denn da manövrieren, ohne dass ich meine Anlagen beschädige? Und all diese Themen können wir nicht nur forschungsseitig untersuchen, sondern wir können auch dem Landwirt das Gamepad in die Hand drücken, das Lenkrad in die Hand drücken und er kann mit seinen echten Maschinen also Versuche machen, kann Fragestellungen auch selber mit zurückkoppeln in die Forschung. Und das ist eine super Interaktion, sodass man sagen kann, das DigiFarming Lab ist eigentlich eine Plattform, wo die Wissenschaft zusammenkommt, mit der Praxis zusammenkommt. Wir wollen den Dialog vor allem suchen und schauen, wo vielleicht auch die Ängste oder die Hürden sind, die die Besuchenden hier im Futurium erleben und auch darauf eingehen. Also dass wir sagen können, hey, wenn ihr Agri-PV irgendwelche Vorstellungen habt oder irgendwelche Ängste habt, dann heißt es nicht, dass wir als Forschende einfach weghören. Wir hören euch und uns ist total wichtig, auch für die zukünftige Erforschung dieser Technologie, weil wir alle was von dieser gemeinsamen Zukunft haben, darauf eingehen können. Wir haben noch eine dritte Station. Die Station ist zum Thema Artenschutz und Artenvielfalt. An der Station sind wir eine kleine Hummel.
Wir wechseln also nochmal ganz konkret die Perspektive. Wir fliegen als Hummel durch eine Umgebung, die uns erstmal fremd ist als Hummel oder nicht unserer natürlichen Umgebung entspricht. Und da können wir uns lang navigieren, uns durch den Raum bewegen und einen Platz suchen, an dem wir uns vielleicht wohler fühlen. Futurium steht ja mitten in Berlin. Berlin ist eine zu betonierte Metropole, hier findet keine Landwirtschaft statt. Und darum war es uns auch so wichtig, das Thema hier zu platzieren. Wir können uns als Städter nicht selber ernähren, das geht gar nicht. Wir haben nicht die Flächen und nicht die Infrastruktur dafür. Und worauf wir auch einen Schwerpunkt legen, ist nicht nur über das Machbare nachzudenken, sondern auch über das, was wir eigentlich wollen als Gesellschaft. Und gerade wenn es darum geht, gemeinsam große Herausforderungen zu lösen, wie zum Beispiel die Klimakrise aufzuhalten, dann müssen wir stärker zusammenfinden.